Latte Art zu Hause funktioniert einwandfrei. Wir zeigen euch in einer Videoserie, wie ihr schäumt, wie ihr gießt und was die wichtigsten Punkte sind, um einen perfekten Cappuccino zu Hause zuzubereiten. Die Basis beim Schäumen. Wir gehen den ersten Step wirklich, wie kriegt ihr den perfekten Milchschaum für zu Hause hin? Wie habt ihr die Basis gesetzt, um überhaupt irgendwelche Bildchen zu gießen? Es geht da wirklich darum, Zieh- und Rollphase richtig einzusetzen, die Unterschiede auch zu zeigen, wenn ihr ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Dampfpower von eurer Maschine habt und wie habt ihr nachher das Endprodukt, wie behaltet ihr das in der Konsistenz, dass ihr nachher wirklich auch ein Bildchen gießen könnt. Wir fangen heute an mit dem Schäumen und zeigen den ersten Eingießen beim Herz. Es folgen dann noch Videos, wie ihr Herz gießt, Tulpe gießt, Rosetta gießt und dann lustigerweise noch die Kombination aus allem. Zum Ablauf beim Schäumen. Es gibt zwei wichtige Phasen. Die erste Phase ist die sogenannte Ziehphase. Ihr zieht Volumen unter die Milch. Und viele haben das Gefühl, dass wenn ich die Kanne ganz tief in die Dampfpflanze reinmache oder die Dampfpflanze tief in die Milch, dann mache ich Luft dazu. Das funktioniert natürlich in dem Moment nicht, weil ihr kriegt ja aus der Dampfpflanze nur den Dampf. Dass ihr Schaum erzeugen könnt, müsst ihr mit der Kanne langsam an der Oberfläche nach unten gehen, dass wir Umgebungsluft unter die Milch ziehen. Der zweite Teil, und der ist viel wichtiger, ist die sogenannte Rollphase. Die Milch zirkuliert in eurem Kännchen und ihr zerstört die Luftblasen und macht eine, ich sage gerne, sahneartige Konsistenz, die ihr nachher eingießen könnt. Wichtig bei den Maschinen, die wir zu Hause verwenden, ist meistens die Power nicht so extrem groß wie bei den Gastromaschinen. Darum ist es so ein bisschen ein Vermischen der beiden Phasen. Man zieht und rollt meistens gleichzeitig am Anfang, dass wir diese Luftblasen, die entstehen, auch direkt zerstören können. Eine Frage, die auch immer kommt: Welche Milch nutze ich denn zum Schäumen? Ich kann euch da beruhigen, ihr könnt alles nehmen, was ihr mögt. Es gibt sogar spezielle Soja- oder Mandelmilch oder auch Hafermilch, die ihr zum Schäumen verwenden könnt. Die gibt es in praktisch allen Großverteilern. Ihr könnt eine teilentrahmte Milch mit irgendwo 1,5%, ihr könnt auch eine Low-Fat-Milch oder halt standardmäßig eine 3,5%ige Kuhmilch verwenden. Es geht wirklich mit jeder. Es ist nur immer die Frage der Technik. Was wir geschmacklich natürlich empfehlen würden, wenn ihr Kuhmilch verwendet, wäre eine pasteurisierte und nicht eine hoch erhitzte, weil einfach diese Milchpenetranz und es ist ja fast schon ein Verbrennungsprozess bei den Temperaturen. UHT liegen wir bei 135 Grad und mehr. Das gibt eine gewisse Penetranz dann im Endgetränk. Wenn ihr dieses homogene Geschmacksergebnis auch haben möchtet, würden wir euch eine pasteurisierte Vollmilch empfehlen, um dem Kaffee auch das zu schenken, was er verdient hat. Für den heutigen Einstieg in die Welt des Schäumens haben wir euch zwei Maschinen vorbereitet. Einmal mit einer Pitch-Steuerung, wo wir die Temperatur auf 122, 23, 24, also so wirklich im eher heißen Bereich hochgejagt haben, dass wir wirklich ein bisschen mehr Power zum Schäumen haben. Und als Vergleich dazu ein klassischer Zweikreiser, wo wir ein bisschen weniger Druck haben, aber da soll es auch einwandfrei gehen, wenn man denn die richtige Technik verwendet. Als Basis ist natürlich immer der perfekte Espresso. Das heißt, nehmt lieber erstmal ein Video von uns, wie ihr den perfekten Espresso hinkriegt und dann geht ihr zum Schäumen. Weil der beste Cappuccino mit dem schönsten Bildchen ist nichts Gutes, wenn die Basis des Kaffees nicht stimmt. Darum erstmal den Espresso richtig einstellen und dann gehen wir zum Schäumen. Den Espresso haben wir extrahiert, wir kommen zum Schäumen. Welches Kännchen für euch am besten passt, da gibt es x verschiedene Versionen. Wir haben auch schon getestet, verlinken wir euch auch, mit dem wir einen Kännchentest gemacht. Da probiert einfach aus, guckt einfach, dass ihr einen Ausguss habt, der sicher gerade ist und nicht irgendwie schief, weil sonst gießt ihr ja immer in diese Richtung und das würde das Ganze dann zu kompliziert machen. Ich habe die Milchkanne jetzt genau bis zum Start des Ausgusses, wo der anfängt, mit kalter Milch gefüllt. Bei den meisten Kännchen auf dem Markt funktioniert das wirklich für 2 Tassen irgendwo im Bereich zwischen 160 und 190 Milliliter, dass ihr die nachher wirklich auch voll kriegt. Fürs Üben nehmt lieber ein bisschen zu viel Milch, weil nichts mühsameres, als wenn das Bildchen von während dem Gießen eigentlich entsteht, das Kännchen aber mit der Milch schon leer ist und ihr gar nicht fertig machen könnt. Auch wenn ihr ein bisschen mehr Milch in der Kanne habt, habt ihr ein bisschen mehr Zeit zum Schäumen. Das braucht ihr wirklich am Anfang auch. Darum lieber ein bisschen mehr Milch und die möglichst kalt aus dem Kühlschrank raus mit irgendwo
5, 6 Grad, dann habt ihr genug Zeit und die richtige Vorbereitung für den perfekten Milchschaum. Die Dampfpflanze erstmal vom Kondenswasser befreien, das heißt einmal schön ausblasen, dass ihr dieses Kondenswasser draußen habt. Dann die Dampfpflanze ruhig ein bisschen zur Seite und dann mit der Kanne den Kopf des Schäumers ein bisschen verstecken. Erst einschalten, wenn der Kopf der Dampfpflanze verschwunden ist, weil wenn ihr sonst startet, habt ihr eine riesige Sauerei, weil natürlich die Milch dann in der Gegend rumspritzt. Ich starte die Maschine. Ich habe Power, ich ziehe langsam Milchschaum rein. Das heißt, ich bewege meine Kanne langsam nach unten. Ihr seht, gleichzeitig rollt die Milch aber auch. Das heißt, das ist jetzt wie eine Kombination der Roll- und Ziehphase. Jetzt habe ich meinen Schaumanteil erreicht. Jetzt gehe ich ein bisschen tiefer in die Milch rein. Ihr seht, ihr bewegt mich fast nicht, aber der Kopf der Dampfpflanze ist verschwunden. Ich lasse die Milch rollen, bis ich das Gefühl habe, die Milch ist genug heiß und stoppe dann während des Schäumens. Die Milchlanze immer direkt ausblasen und abputzen, dass ihr diese Milchreste weg habt. Macht das wirklich nicht so pseudohaft, sondern zieht einmal unten durch, weil viel bleibt hier unten dann die alte Milch hängen. Jetzt kommt der wichtigste Teil. Behaltet die Milch unter Bewegung. Der Latte Macchiato-Effekt, den ihr kennt, dass sich die Milch ja trennt, der flüssige Teil unten, der schaumige Teil oben, den möchten wir beim Cappuccino nicht. Wir möchten eine wie sahneartige Konsistenz. Das heißt, ich schwenke die Kanne ein bisschen. Ich kann auch ein bisschen mit der Milch hin und her gießen, dass ich wirklich eine sahneartige Konsistenz habe und in beiden Kannen auch gleich viel Schaum für beide Cappuccino. Das Klopfen, was ihr viel seht bei dem Baristi, ist, um, wenn noch Luftblasen drin sind, die wegzumachen. Ihr habt gesehen, diese zwei Phasen vermischen sich ein bisschen bei dieser Maschine, aber auch sonst bei den Gastromaschinen. Ich vermische gerne diese Ziehphase mit der Rollphase und zerstöre direkt diese Luftblasen. Dass ihr das noch ein bisschen besser erkennt, habe ich noch ein Glaskännchen vorbereitet, wo wir wirklich auch von außen sehen, wie diese Milch zirkuliert und wie sich nachher der Schaum, wenn wir es stehen lassen, oben absetzt, dass das noch viel, viel besser im Kopf bleibt, dass ihr diese Bewegung vor dem Eingießen immer so ausführlich wie möglich machen müsst. Achtet euch mal, wie tief ich die Dampfpflanze wirklich im Glas drin habe. Ich bin nur ganz leicht mit der Dampfpflanze drin. Ich ziehe immer noch ein bisschen Milchschaum rein. Und jetzt habe ich die Menge erreicht, die mir passt. Und jetzt, ihr seht, ich bin nie auf dem Boden des Glaskännchens, sondern ich lasse immer nur zirkulieren. Und sobald ich die Temperatur erreicht habe, stoppe ich. Was passiert jetzt? Wenn ihr jetzt von der Seite guckt, in dem Moment, wo ich die Dampfpflanze ausblase und auch ordentlich putze, was man wirklich immer direkt machen muss, hat sich die Milch schon getrennt und ich habe oben den Schaum und unten die flüssige Milch. Man sieht das hier, dass es ein bisschen heller ist und unten wird es flüssig. Und sobald ich das zirkuliere, vermischt sich das Ganze wieder. Und wenn man dann von oben schaut, hat man wirklich es sieht aus wie Sahne. Eine sahneartige Konsistenz, wo man wirklich nachher gießen kann. Das Schäumen, weil das so wichtig ist von der Positionierung der Dampfpflanze, nochmal mit Wasser, dass sie wirklich von der Seite sieht, wie tief dieser Kopf dieser Dampfpflanze wirklich im Wasser drin ist. Es entstehen zwar kein wirkliches Volumen jetzt bei Wasser, aber dass ihr einfach seht, wo hole ich Schaum dazu. Ich bin jetzt knapp mit der Dampfpflanze im Wasserbereich drin, so würde ich das auch bei der Milch machen. Und wenn ich jetzt einschalte, könnte ich jetzt entstehen Bubbles. Jedes Mal, wenn ich rausgehe, habe ich Bubbles. Wenn ich reingehe, habe ich keine mehr. Kein Schaum und jetzt entsteht Schaum. Bei Wasser seht ihr natürlich wunderbar. In dem Moment, wo ich weit an der Oberfläche schon fast mit der Dampfpflanze draußen bin, ziehe ich wirklich sehr viel Luft rein. Man hat das auch richtig schön gehört. Es ist immer dieses Zischen, was dann kommt. Ihr solltet nicht zu weit draußen sein, weil sonst diese Luftblasen so groß sind. Aber ihr habt dann gesehen, in dem Moment entsteht Volumen. Und dieses braucht ihr natürlich, wenn ihr nachher gießen möchtet.
Darum am Anfang wirklich ziehen, so wie ihr das jetzt gesehen habt, Volumen dazu holen und dann ein bisschen weiter rein, aber wirklich nur, wir bewegen uns so viel mit dem Kopf in die Milch rein und dann seht ihr, dass diese automatisch rollt, wenn ihr irgendwo ein bisschen am Rand des Kännchens seid. Wenn ihr natürlich mit der Dampfpflanze genau in der Mitte seid und einen rechten Winkel nach unten habt, also etwa so, in dem Moment entsteht natürlich kein Drall, weil wir auf jeden Ausgang der Dampfpflanze gleich viel Abstand zum Kannenrand habt. Darum immer leicht an den Rand, dass diese Zirkulation, dieser Drall automatisch in der Kanne entsteht. Als Abschluss dieses Segment, das Rollen zerkleinert euch natürlich dann auch diese Luftblasen, diese Bubbles, die auf der Oberfläche entstanden sind und da wirklich keine Ziehphase mehr machen, also nicht nochmal dazu ziehen, sondern wirklich die Milch einfach nur zirkulieren lassen. Diese Bewegung, die man oft sieht, das runter und hoch, immer wieder Luft reinziehen, das ist grundsätzlich wirklich falsch, sondern einmal ordentlich Luft dazu holen und dann möglichst lang rollen lassen, dass ihr diese wunderschöne Milchkonsistenz hinbekommt. Wenn ihr extrahiert habt und dann zum Schäumen geht, empfehle ich euch zwei Sachen. Der erste Punkt ist, nehmt die Tasse, wenn ihr anfängt zu gießen, nicht in die Hand. Wenn man das jahrelang macht oder wenn man das ein bisschen trainiert hat, das müssen jetzt nicht Jahre sein, kann man die Tasse wunderbar in der Hand halten, diese schräg halten und dann so eingießen. Hat den riesigen Vorteil, dass ihr viel früher an die Creme rankommt und somit viel besser und auch detailliertere Muster zeichnen könnt, weil ihr viel mehr Zeit habt. Wichtig dabei, wenn ihr die Hand einsetzt und die Tasse in der Hand habt, macht die Hand so, dass ihr nicht den Daumen irgendwo am Ort, wo der Gast nachher trinkt, habt, sondern wirklich das unten haltet, wo kein Gast mit der Lippe drankommen kann. Der zweite Tipp ist, jede Crema hat eine Farbstruktur. Das heißt, wenn die Extraktion beendet ist, habt ihr hellbraun, dunkelbraun auf der Crema und beim Cappuccino möchten wir absoluten Kontrast. Der beste Weg dazu ist einfach die Espresso-Tasse zu schwenken. Einerseits habt ihr dann, wenn ihr so Crema wie Batzen habt, dass die sich noch vermischen, dass die schön glatt wird und andererseits habt ihr diese Farbstruktur aufgebrochen, so dass ihr eine braune Leinwand habt, wo ihr nachher mit der weißen Farbe der Milch zeichnen könnt. Ich gieße jetzt beim ersten nur einen Punkt, dass ihr einfach mal seht, wie das Ganze funktioniert. Ihr fangt von oben an, die Milch geht unter die Creme, ihr fahrt über diese Verwischungen. Wenn die Tasse 2/3 voll ist, geht ihr runter, macht ein bisschen einen Punkt und hört einfach wieder auf. Beim Herz, ihr fangt von oben an, der Milchschaum geht durch die Crema durch, geht langsam runter, gebt einmal ein bisschen Gas, geht wieder hoch und zieht durch. Alles, was ihr malt, könnt ihr auch wieder wegmachen. So, je näher ich an die Creme rangehe, dann kann ich zeichnen. Ich lege den Milchschaum auf die Creme und wenn ich wieder weggehe, kann ich ihn wieder runtersetzen. Ich gehe wieder ran, ich zeichne und ziehe es dann fertig durch. Nicht aber nur die Nähe zu der Creme ist entscheidend, sondern auch wie schnell das ihr gießt. Wenn ihr von oben anfängt und runter geht und nicht beschleunigt, passiert fast nichts. Sobald ihr aber Gas gebt, entsteht dann ein Punkt. Wenn ich jetzt wieder aufhöre, entsteht fast nichts. Also Fließdruck gleich zeichnen. Wenn ihr am Anfang beim Eingießen zu schnell gießt, sieht das dann so aus. Zwar so ist gut, aber wenn ihr das zu schnell gießt, dann kommt die Milch am Rand hoch, wie ihr jetzt gesehen habt, und verfärbt euch die ganze schöne braune Leinwand und sie wird weiß. Darum am Anfang ein bisschen zögerlicher gießen und erst langsam beschleunigen, wenn ihr unten an der Creme seid. Zum Trainieren könnt ihr auch einfach mal Wasser und Spülmittel nehmen, das geht einwandfrei zum Aufschäumen, wo man auch sieht, dass man diese Bubbles ganz fein machen kann. Auch mit dem könnt ihr natürlich dann auch das schnell und langsam Gießen trainieren und einfach mal eine Tasse hinstellen und eure geschäumte Seife eingießen, ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller, bevor ihr euch an den Kaffee traut. Abschließend zum Thema Schäumen und erste Tipps zum Eingießen. Schäumt wirklich so, dass ihr nicht zu viel, nicht zu wenig Schaum habt. Ihr habt gesehen, es braucht ein bisschen Ziehphase und dann direkt in die Rollphase rein, dass ihr möglichst diese Bubbles zerstören kann. Gießt beim Eingießen nicht zu schnell, dass nicht diese Wellen an Milchschaum wieder nach oben kommen, gießt aber auch nicht zu langsam, vor allem beim Zeichnen, sonst habt ihr gesehen, es entsteht nichts an der Creme, wenn ich runtergehe und langsam gieße. Ein wichtiger Punkt noch dazu,
behaltet diese Milch immer unter Bewegung. Wir haben das im Glas gezeigt, dass ihr seht, dass der Milchschaum oben sich absetzt. Schwenkt wirklich die Kanne vor dem ersten Schluck in die Tasse nochmal gut, sodass ihr diese sahneartige Konsistenz während des ganzen Eingießes wirklich in der Tasse habt. Ihr seht, es sind ein paar Tassen zum Cappuccino geworden. Es braucht wirklich auch Zeit, das zu trainieren, aber wenn ihr diese Tipps befolgt, seid ihr auf jeden Fall schon mal bei einem sauberen Punkt und ganz am Ende ist es ein Getränk und das Bildchen obendrauf ist mehr Dekoration. Wenn ihr einen perfekten Espresso und einen perfekten Milchschaum habt, dann macht der Cappuccino auf jeden Fall schon mal Spaß. In den nächsten Videos zeige ich euch noch die Grundmuster Herz, Tulpe, Rosetta und am Schluss dann noch die Kombination aus den Dingen. Viel Spaß beim Trainieren. Like das Video, kommentiert dazu, wenn ihr Fragen habt. Wir geben euch sehr, sehr gerne Feedback. Bis bald!